Also wir waren westlich von Brest-Litovsk, sind aber erst etwa 8 Tage später in Kampfhandlungen eingegriffen, sind südlich an Brest-Litovsk vorbeimarschiert. Allein auf diesen Vormarschstraßen, da waren rechts und links pausenlos überall Fahrzeuge, Gefangene, Kanonen, Panzer, Bäckereien und so weiter. Wir haben immer nur gesagt, Junge, 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 wenn die losgerollt wären, was wäre uns da damals passiert? Wir hatten in unserem Vormarsch also die beste Gelegenheit, das ganze Chaos der Russen und diese kolossale Materialüberlegenheit selbst zu sehen. Von einer Verteidigung kann ganz sicherlich nicht die Rede sein. Es gab weder Stacheldraht, noch gab es Minenfelder, noch gab es irgendwelche Bunker oder derartigen Befestigungen. Die Russen hatten, wenn sie überhaupt Befestigungsanlagen gehabt haben, sie vorher alle weggeräumt. Sie waren offensichtlich ganz überrascht, denn wie uns andere Einheiten erzählten, haben sie die teilweise noch in ihren Unterkünften in Unterhosen überrascht. Die waren also gar nicht mal alarmiert gewesen, als unser Einmarsch begann. Das heißt aber nicht, dass wir sie überfallen haben, sondern wir sind tatsächlich, und das war unsere Überzeugung damals schon, in eine gewaltige Bereitstellung überraschend hineingestoßen. Es fiel uns damals beispielsweise auf, dass selbst in kleinen Dörfern hohe Holztürme standen. Wir haben uns dann bei den Leuten erkundigt und die haben uns gesagt, ja, seit 1939 ist hier Fallschirmspringen zum Volkssport gemacht worden. Und hinterher haben wir erfahren, dass die Russen tatsächlich 1 Million Mann Fallschirmjäger oder Luftlandetruppen aufgebaut haben. Das ist ungefähr 3-mal so viel wie sämtliche Luftlandearmeen der Welt zusammen. Mit Luftlandearmeen kann man natürlich nicht verteidigen, das sind nur Angriffsarmeen. Und wenn ich noch dazu sagen darf, wie wir in die Kämpfe dann etwa am 27. Juni 1941 hineingestoßen sind, haben wir eigentlich immer nur erlebt, dass die Russen desorganisiert waren. Sie waren überrascht. Sie hatten uns überhaupt nicht erwartet. Wir sind nämlich im Durchschnitt pro Tag etwa 40, 50 Kilometer vorgestoßen. Und oftmals haben wir nur Gefangene gemacht und kamen in den ersten Tagen überhaupt gar nicht zu irgendwelchen großen Schlachten oder Schießereien. Ich besinne mich auf einen Divisionsbefehl, in dem auch enthalten war, dass vor unserem Abschnitt 120 abgeschossene Panzer lagen, in dem bekannt gegeben wurde, dass allein in unserem Mittelabschnitt 6000 russische Panzer erbeutet oder vernichtet wurden. Ich muss dazu sagen, dass die gesamte deutsche Wehrmacht damals mit nur 2800 Panzern angetreten ist. Wenn wir allein im Mittelabschnitt 6000 Panzer zerstört haben, dann muss das an der gesamten Front wohl mindestens das Doppelte gewesen sein. Und wenn man bedenkt, dass ja nicht alle Panzer zerstört wurden, dann konnte man damals schon ungefähr schätzen, dass die über 20.000 Panzer bereitgestellt hatten. 20 Panzer sind Angriffswaffen. Mit Panzern verteidigt man nicht. Und wie wir dann später erfahren haben, hatten sie sogar Panzer, die nur auf den deutschen Autobahnen mit 100 Stundenkilometer vorpreschen konnten. Die konnten ihre Ketten abwerfen, wenn sie einwandfreie Straßen hatten, und konnten mit einem Tempo 100 einen gewaltigen Vormarsch erreichen. Die Erfolge in den Kesselschlachten sind darauf zurückzuführen, dass die Russen überhaupt nicht zu irgendeiner Bereitstellung, zu einer Verteidigungsbereitstellung gestanden haben, sondern dass sie eben bereit gestanden haben, um anzugreifen. Sie wurden dann die Panzertaktik, die wir schon in Frankreich angewandt haben, rechts und links vorbeistoßen, hinten zumachen, und dann waren sie eben alle im Kessel drin. Und sie konnten das ist, wenn man selber Soldat ist, wenn man weiß, dass man eingeschlossen ist, dann ist das so gewissermaßen eine Lähmung. Man kann nicht mehr raus, nicht mehr nach hinten, nicht mehr nach vorne, nicht mehr zur Seite, man ist eingeschlossen. Und dann hat man es nicht gelernt, sich zu verteidigen, weil sie eben nur alle auf Angriff gedrillt waren. Und es war, wie der Sohn von Stalin, der ja gefangen genommen wurde, in Godesberg ausgesagt hat, es war verpönt, von einer Verteidigung überhaupt zu sprechen. Wir greifen nur